Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem sehr spannenden Thema, zumindest für mich und wahrscheinlich auch für alle anderen Betroffenen. Und vermutlich ein Thema, das man nicht so oft findet auf YouTube, glaube ich. Ich möchte heute darüber sprechen, wie ich meine Schokoladensucht besiegt habe. Und Trommelwirbel, ist es tatsächlich soweit. Ich lehne mich aus dem Fenster und würde behaupten, ich habe sie für den Moment besiegt. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Ich habe bereits vor ein paar Jahren schon mal das erste Mal davon erzählt und denjenigen von euch, die neu auf meinem Kanal sind, ist es vielleicht gar kein Begriff. Die hören mich gerade zum ersten Mal über dieses Thema sprechen und denken sich vielleicht, Schokoladensucht ist jetzt eigentlich nicht so ein drastisches Thema. Zumindest nicht verglichen mit Drogensucht oder Alkohol oder irgendwas in diese Richtung. Aber für mich war es trotzdem zunehmend eine Belastung und es hat erstaunlich lange gedauert und war erstaunlich schwer mit dem Schokoladeessen aufzuhören. Das klingt immer super lächerlich, aber eigentlich ist es das gar nicht. Und ich möchte euch heute die gesamte Story zusammenfassen. Ich werde euch erst kurz erzählen, wie sich das überhaupt entwickelt hat und was es jetzt tatsächlich im Alltag bedeutet hat. Hinterher gehe ich natürlich darauf ein, was ich konkret getan habe, um ja, die Sucht sozusagen zu beenden. Und am Schluss bekommt ihr noch meine Tipps von mir und ich versetze mich nochmal in mein früheres Ich. Und wenn ich jetzt nochmal von vorne aufhören müsste, welche Schritte würde ich gehen? Aber jetzt starten wir erstmal mit der ganzen Geschichte und wie es überhaupt dazu kam. Eigentlich schon seit ich denken kann, habe ich mich in unserem Süßigkeitenschrank, in unserem alten Haus selbst bedient. Das war auch nicht verboten oder so, ich dürfte da dran gehen und unser Süßigkeitenschrank war früher auch immer gut gefüllt. Ja, und wenn man einem Kind natürlich keine Regeln auferzwingt und jemand auf Süßigkeiten steht, manche Menschen sind ja damit gesegnet, dass ihnen Süßigkeiten, also Schokoladensüßigkeiten gar nicht so schmecken, die sind einfach keine süßen Typen. Das war bei mir aber schon so. Und dadurch, dass ich unlimitierten Zugriff hatte, habe ich jeden Tag, eigentlich nach dem Mittagessen, eine Tafel Schokolade gegessen. Es gab auch Phasen, da habe ich Nutella-Toast gefrühstückt. Ich habe jeden Tag Süßigkeiten gegessen, mein ganzes Leben, seit ich denken kann. Und immer auch in sehr großen Mengen. Ihr habt vielleicht schon mal mitbekommen, dass meine Eltern getrennt sind und ich immer wochenweise bei meiner Mutter und bei meinem Vater war. Und als ich eingeschult wurde, war ich in der Schule bei meiner Mutter und nur in den Ferien bei meinem Vater. Und da hat sich das Ganze dann schon so ein bisschen zugespitzt und ich habe das erste Mal erlebt oder gespürt, dass es tatsächlich so eine richtige Sucht ist. Da war ich auch noch ein Kind. Denn bei meinem Papa gab es überhaupt keine Süßigkeiten. Und jedes Mal, wenn ich zu meinem Papa gefahren bin, hatte ich dermaßen Zuckerentzugserscheinungen, dass ich wirklich oft hintereinander das ganze Haus durchsucht habe nach irgendwas Süßem. Und wenn ich irgendwas in die Finger bekommen habe, weil er zum Beispiel irgendwas versteckt hatte, dann habe ich das heimlich irgendwo gegessen und habe das Papier verschwinden lassen, ohne dass es gemerkt hat. Das heißt, ich hatte wirklich schon als Kind, also vor der Pubertät, einen extremen Drang, mir Süßigkeiten zu beschaffen. Und ich hatte ja damals noch gar kein Geld. Beziehungsweise bei meinem Papa hatte ich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und mir was zu kaufen, weil er so abgelegen wohnt. Das heißt, ich habe wirklich wie ein Junkie probiert, irgendwie an was Süßes zu kommen und habe dann teilweise puren Zucker gegessen, habe Zuckerwürfel gelutscht, die eigentlich für einen Kaffee waren, oder Kluntjes gegessen, der eigentlich für einen Tee war, oder habe die Zucker- und Zimtmischung für einen Milchreis heimlich gegessen oder so, mir heimlich mal einen Löffel geklaut. Also es war schon immer krass, so rückblickend betrachtet, dass ich als kleines Kind schon so einen extremen Zuckerentzug hatte. Und sobald ich dann wieder bei meiner Mutter in Bayern war das wieder alles kein Problem. Da hatte ich wieder unlimitierten Zugang und konnte mich voll ausleben. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich nach Mittagessen eine Tafel Schokolade gegessen habe und dann irgendwie noch nicht ganz befriedigt war und dann noch eine halbe gegessen habe. Wer jetzt denkt, dass ich dadurch zugenommen habe, der irrt. Aus irgendeinem Grund bin ich gesegnet mit einem fantastischen Stoffwechsel und ich habe immer die gleiche Figur gehabt wie jetzt. Also ich bin nie übermäßig übergewichtig gewesen oder irgendwas. Ich war mal eine Zeit lang ein bisschen aufgeschwemmter, aber das waren eher, glaube ich, die Pubertätshormone, als ich so 17 war. Aber so ernsthafte Gewichtsprobleme hatte ich nie. Gott sei Dank. Andererseits, vielleicht hätte ich dann auch früher gehandelt,
Das war nämlich auch so ein bisschen das Problem. Ich wollte zwar immer aufhören, Schokolade zu essen und wusste eigentlich auch schon immer, dass es nicht gesund ist, aber ich hatte nicht so diese krasse Notwendigkeit. Und alle anderen, auch meine Eltern zum Beispiel, haben überhaupt keinen Handlungsbedarf gesehen, weil ich eben immer normalgewichtig war und weil es einfach von außen nicht sichtbar war, dass ich so einen hohen Süßigkeitenkonsum hatte. Das heißt, die konnten gar nicht ahnen, wie krass das eigentlich ist. Und auch als ich dann erwachsen wurde, hat sich das nicht geändert, denn diese Gewohnheit, täglich, vor allen Dingen nach Hauptmahlzeiten, Süßigkeiten zu essen, ist einfach so eingraviert gewesen in meinem Leben, weil ich das mein ganzes Leben lang jeden Tag gemacht habe, dass ich natürlich auch dann später im Erwachsenenalter keinerlei Chance hatte, da irgendwie dagegen vorzugehen. Und auch im Erwachsenenalter jeden Tag Schokolade gegessen habe. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Schokoladentafeln zu kaufen, weil ich dachte, okay, du musst es jetzt mal ein bisschen runterfahren. Mit der Konsequenz, dass ich mir dann zum Beispiel eine Packung Kinder Country gekauft habe, die dann auch nach einem Tag leer war. Oder eine Packung Duplo, die dann 2 Tage gehalten hat oder so. Und ich halt nicht diese eine große Tafel Schokolade hatte nach dem Essen, sondern stattdessen immer wieder einzelne Schokoriegel. Und das Problem, wenn man erwachsen ist, man hat Geld und Zugriff auf alles. Das heißt, immer am Süßigkeitenautomat Schokolade gekauft. Ich weiß noch, als ich auf der Voss war, habe ich immer also ich habe nie Süßigkeiten mitgenommen in die Schule, weil ich immer dachte, heute isst du keine Süßigkeiten. Das hat dann genau bis zur ersten Pause gehalten. Dann bin ich zum Süßigkeitenautomat, habe mir eine Packung M&M's gekauft. In der zweiten dann noch eine, weil war ja dann auch schon wurscht. Nach dem Mittagessen dann noch eine Milchschnitte oder so und so weiter und so fort. Also mehrere Peaks unterm Tag und mein Körper war da so drauf eingestellt, dass es natürlich super auch eingefordert hat. Und eigentlich gar nicht überlebensfähig war ohne den Zucker. Ich habe das echt immer richtig krass gemerkt und brauchte dann Schokolade und dann war es auch wieder okay. Also das war einfach mein absoluter Normalzustand. Wenn ich keine Süßigkeiten gegessen habe, dann war es nicht normal. Also dann habe ich mich nicht normal gefühlt. Und das Problem war, dass dadurch, dass es schon immer so war und dass es jeden Tag so war, mein kompletter Bekanntenkreis, meine kompletten Freunde, Familie, jede einzelne Person, die mich umgibt, wusste und kannte mich als die Person, die Schokolade liebt, die Schokolade isst, die für Schokolade lebt und die nicht ohne Schokolade kann. Mit der Konsequenz, dass jede Person in meinem Umkreis mir immer, wenn es die Situation irgendwie notwendig gemacht hat, mir Schokolade geschenkt hat, für mich einen Kuchen mitgebracht hat, sich mit mir getroffen hat, um was Süßes zu essen, mit mir ein Eis essen gegangen ist oder so. Das heißt, es ist einfach nicht nur für mich Teil meiner Identität gewesen, sondern auch ganz, ganz stark in meiner Identität den anderen gegenüber verankert. Und ich hatte ja auch keinerlei, Kraft, Geduld sozusagen, mich zurückzuhalten. Das heißt, wenn wir bei jemandem zu Besuch waren und da stand ein Teller M&M's am Tisch, dann dürft ihr 3-mal raten, wer den gegessen hat. Und das war natürlich den anderen Leuten auch vollkommen klar, dass ich den essen werde. Und die standen ja auch genau für mich auf dem Tisch. Also es war eine selbsterfüllende Prophezeiung, die sich einfach jeden einzelnen Tag meines Lebens wiederholt hat. Mein allererster Tagebucheintrag, in dem ich schreibe, dass ich ein Leben ohne Süßigkeiten führen möchte, war 2005. Das ist fast 20 Jahre her. Das heißt, seit mindestens 2005 ist mir das eigentlich bewusst gewesen, dass es ein Problem ist. Und seit 2005 habe ich es nicht hingekriegt, auch nur ansatzweise das Problem in den Griff zu kriegen. Jedes Jahr habe ich den Vorsatz gefasst, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Jedes einzelne Neujahr meines Lebens, jedes einzelne Silvester, an jedem einzelnen Geburtstag, jeden einzelnen Monatsanfang, manchmal auch jeden Wochenanfang. Die einzige Zeit oder die erste Zeit meines Lebens, wo ich es tatsächlich geschafft habe, mal für eine längere Zeit auf Schokolade zu verzichten, war nach unserem Urlaub 2020. Da waren wir das erste Mal mit dem Camper unterwegs in Schweden und mir ging es richtig schlecht in den ersten Tagen. Körperlich ging es mir richtig, richtig, richtig schlecht. Ich weiß nicht warum, aber ich war echt völlig am Ende. Und ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl erinnern, aber es war nicht so, als hätte ich irgendwelche Symptome gehabt. Also ich hatte keinen Schnupfen, ich hatte keinen Husten, ich hatte kein Fieber, ich hatte keinen Durchfall. Ich war einfach nur fertig. Ich war einfach nur richtig, richtig, richtig fertig. Und hatte vorne quasi im Handschuhfach meine Packung M&M's, die ich dabei gegessen habe. Und ich dachte mir, das kann eigentlich langsam nur noch die Schokolade sein, die dich so fertig macht, weil es war alles perfekt. Wir hatten Sommer, die Sonne hat geschienen, wir waren mit dem Camper unterwegs, ich hatte keinen Stress, ich war gesund, eigentlich war ich gesund, ich hatte keinerlei Infektionen, kein Virus oder irgendwas, aber ich habe mich so scheiße gefühlt einfach.
dass ich wusste, das kann nur dieser ewige Zuckerkonsum sein, der meinen Körper langsam von innen auffrisst und mich wahrscheinlich schon so nah an die Grenze des Diabetes getrieben hat. Und dann habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen und habe gesagt, okay, pass auf, also wenn wir nach Hause kommen oder ab morgen oder wenn die Packung M&M's leer ist, dann probiere es nochmal ernsthaft und bitte unterstützt mich, und habe ihm wirklich gesagt, bring mir nichts mit, weil auch er war natürlich jemand, der mir immer mal was mitgebracht hat, einfach um mich zu überraschen, weil er wusste, ich freue mich eigentlich drüber. Nichts mit zu Hause haben, nichts zu mitbringen, keine Überraschung mehr. Mich unterstützen bei anderen Personen, wenn wir zu Gast sind und mir das eingeredet wird. Es ist ja so, dass ich dem auch nicht entgehen konnte. Dadurch, dass ich ja auch laktoseintolerant bin, ist es oft so, dass wenn man irgendwo bei Freunden zum Essen ist, dann gibt es irgendeinen Nachtisch, den ich nicht essen kann, und dann wurde oft extra für mich ein Nachtisch gemacht. Ja, da kann ich natürlich nicht sagen, ach, tut mir leid, nee, aber ich habe eigentlich gerade keinen Bock auf Süßigkeiten, wenn extra für mich halt eine Schüssel Pudding angerührt wurde oder ein bestimmter Kuchen gebacken wurde. Das heißt, auch da konnte ich dem halt immer nicht entgehen. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, 3 Monate, beziehungsweise 2 Monate eigentlich nur, den August und den September, bis zu meinem Geburtstag Anfang Oktober, wo es dann halt Kuchen gab, wo Kuchen mitgebracht wurde, es gab eine kleine Feier. Und dann ist ein Haufen Kuchen übrig geblieben, den wir natürlich aufessen wollten und nicht wegschmeißen wollten, sodass ich einige Tage hintereinander immer nach dem Essen ein Stück Kuchen gegessen habe, und damit war es wieder vorbei. Es ging dann genau so weiter. Und ich schwöre euch, ich habe jeden einzelnen Tag in diesem Jahr, also nach diesem Urlaub 2020, versucht, keine Süßigkeiten zu essen. Und wir hatten auch nichts mehr zu Hause. Aber meine Umgebung hat es mir so schwer gemacht, weil ich schwöre euch, ich habe einfach ungelogen mindestens 4-5 Tage die Woche irgendwelche Süßigkeiten geschenkt bekommen, irgendwas zugesteckt bekommen, irgendwas lag auf meinem Schreibtisch in der Arbeit oder irgendwas wurde verteilt oder wir waren irgendwo, wo extra was für mich gemacht wurde. Und alle Menschen in meinem Leben haben das getan, mit Nachdruck getan, weil sie eben wussten, was für ein Schokoholic ich bin und wie sehr mir das schmeckt. Und dann die Stärke zu haben, das jedes Mal Nein zu sagen oder das jedes Mal quasi in die Schublade zu tun, sich zu bedanken, es in die Schublade zu legen, aber nicht zu essen, das funktioniert halt nicht. Und deswegen hat es nur bis Oktober gedauert. Dann war ich wieder im gleichen Zyklus drin und habe wieder jeden Tag Schokoriegel gegessen. Vielleicht nicht mehr ganz so viele, vielleicht nicht mehr 5, sondern nur noch 2 am Tag, aber dennoch. Also das war die Geschichte, wie es dazu kam und wie wirklich der Peak war. Und jetzt stehe ich heute hier und verkünde feierlich, dass ich quasi die Schokoladensucht besiegt habe. Wie habe ich es getan? Die Antwort können sich einige von euch vielleicht schon denken und es ist vielleicht auch ein bisschen demotivierend für einige von euch. Aber tatsächlich war das Zauberwort oder die magische Zutat war der Umzug nach Chile und mich aus meiner gewohnten Umgebung rauszureißen. Aber ich habe noch Hoffnung für alle von euch, die nicht ins Ausland flüchten wollen vor ihrer Schokoladensucht. Ich werde am Schluss noch ein paar Tipps geben, wie ich es umsetzen würde, wenn ich noch in Deutschland wäre. Aber, not gonna lie, der Umzug hat es natürlich 1000-mal einfacher gemacht, als wenn ich noch zu Hause wohnen würde. Ich wusste vorher, dass der Umzug nach Chile meine einzige Chance ist, so einen richtig harten Cut hinzubekommen und dass diese Chance nie wieder kommt und ich wollte die unbedingt nutzen und ich habe Monate vorher habe ich manifestiert und Affirmationen aufgeschrieben, meditiert, mir Gedanken gemacht und darüber habe ich auch schon gesprochen, mit einer neuen Identität hier in Chile aus dem Flugzeug zu steigen als eine Person, der keine Schokolade schmeckt. Ich habe mir monatelang jeden Tag gesagt, wenn du hier deinen Fuß auf chilenischen Boden setzt, bist du eine Person, die nicht Süßigkeiten gern mag. Die sagt, na danke, das ist nicht mein Ding, ich brauche nichts Süßes, mir schmeckt es nicht, danke, mir geht's gut, danke fürs Angebot, nein, danke. Und ich habe das so stark manifestiert und man kann an Manifestation glauben oder nicht, aber Tatsache ist ja, dass es wirklich ein radikaler Umgebungsumbruch ist und dass die beste Chance ist, aus irgendeiner Sucht rauszukommen. Noch dazu völlig entkoppelt vom Bekanntenkreis. Nicht ganz entkoppelt, dazu gleich noch mehr. Es verfolgt mich bis nach Chile. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Aber zuerst will ich den Gedanken zu Ende bringen. Seit wir hier sind, habe ich fast gar nicht, glaube ich, Süßigkeiten mit nach Hause gebracht. Außer, ich glaube, 2-mal, als es mir richtig schlecht ging psychisch, habe ich was mit nach Hause gebracht. Aber ich habe was ganz Essentielles gelernt dadurch. Das habe ich vorher nicht gewusst. Das ist erst so im Nachhinein, als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert wirklich. Erst jetzt habe ich das kapiert.
Und zwar habe ich mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht, wo kommt diese Schokoladensucht her und hat es irgendeine psychische Ursache. Und es gibt einige Personen, die zum Beispiel Frustesser sind und immer wenn sie emotional in irgendeine Ecke gedrängt werden oder irgendwelche Emotionen hochkommen, das mit Essen kompensieren in irgendeiner Form. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob das bei mir der Fall ist, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es bei mir eigentlich nicht so ist, dass ich nichts habe, was ich mit Essen betäube, sondern dass es bei mir eine sehr, sehr stark ausgeprägte körperliche Sucht war, durch die 20 Jahre, 30 Jahre Gewohnheit und einfach ganz, ganz extrem die Gewohnheit, nach einer Hauptmahlzeit etwas Süßes zu essen. Das war bei mir die Situation, in der ich am allerwenigsten Willenskraft habe. Nach jedem deftigen Essen, nach jedem Mittagessen, Abendessen habe ich was Süßes gebraucht. Und ich habe dann überlegt, warum brauche ich denn zum Beispiel nach dem Frühstück nichts Süßes? Und dadurch habe ich kapiert, dass meine Süßigkeitensucht ganz, 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 ganz eng verbunden ist mit der Situation, in der ich die Süßigkeiten esse. Und das war bei mir eben der Nachtisch nach einer Hauptmahlzeit. Es ist mir nicht so schwer gefallen, zum Beispiel am Nachmittag an einem Eiscafé vorbeizugehen und mir kein Eis zu kaufen. Das war kein Problem, das konnte ich ohne Probleme machen. Aber ich konnte nicht nach dem Mittagessen einfach wieder weiterarbeiten, ohne was Süßes zu essen. Also die Situation war bei mir der Key. Und das habe ich erst kapiert, als ich eine Weile hier war, weil ich dann gemerkt habe, okay, also die Umgebung ist anders, mir bietet keiner mehr Süßigkeiten an, es ist heiß, es ist eh nicht so das Schokowetter und ich habe nichts zu Hause. Und dann habe ich natürlich aufgepasst, in welchen Situationen kommt die Sucht extrem durch und wann habe ich wieder diese Cravings nach Schokolade. Und dann habe ich eben kapiert, okay, das ist immer nach den Hauptmahlzeiten. Und daher weiß ich, es ist einfach so eng mit der Situation verbunden, zumindest in meinem Fall. Weil es halt nicht irgendwie ein emotionales Essen war, sondern einfach 100% an der Situation. Und dann habe ich kapiert, wenn ich diesen Zyklus brechen will und in Zukunft irgendwann wieder normal Schokolade essen will, wie ein normaler Mensch, ohne gleich wieder in die Sucht rein zu verfallen, dann muss ich unter allen Umständen verhindern, dass mein Süßigkeitenkonsum irgendwie wieder mit einer festen Situation verbunden wird. Mit einer regelmäßig wiederkehrenden Situation. Das heißt, meine Hauptaufgabe jetzt für den Rest meines Lebens besteht darin, nie wieder Nachtisch zu essen. Und wenn ich Süßigkeiten essen will, das auf irgendeinen anderen random Punkt des Tages zu legen oder Ort, an dem ich bin oder was auch immer, der sich nicht wiederholt. Oder wenn sich die Situation wiederholt, nicht immer in der gleichen Situation was Süßes zu essen. Und das ist das Problem, an dem ich so lang gescheitert bin. Weil selbst wenn mir eine Arbeitskollegin Schokolade angeboten hat und ich hatte die Willensstärke, das nicht sofort zu essen und ich habe es in meine Schublade gelegt, dann hat es halt nur gedauert bis nach dem nächsten Essen und dann hatte ich nicht mehr die Willensstärke und habe es als Nachtisch gegessen. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich gerade gemeint habe, als ich gesagt habe, das verfolgt mich bis hierher. Ich präsentiere unseren Süßigkeiten-Schub hier in Chile. Das ist eine Backschüssel, die mittlerweile überläuft und die ist voll mit Süßigkeiten. Und all diese Süßigkeiten, die super lecker aussehen, da sind auch Kekse dabei, das sind eher für meinen Mann, aber da sind auch vor allen Dingen solche Schokosachen dabei, die ich eigentlich total liebe. Das sind eigentlich, glaube ich, die besten. Und auch hier Gummibärchen. Wir haben hier Schogetten. Und wir haben hier noch alles voller Celebrations. So, was glaubt ihr, wo diese Süßigkeiten herkommen? Alle Pakete, die ich aus Deutschland bekomme, enthalten Süßigkeiten. Immer noch. Immer noch. Weil alle Menschen, die mich kennen, denken, sie tun mir damit einen Gefallen. Und glaubt mir, ich habe probiert, das zu kommunizieren, aber es wird nicht ernst genommen, weil jede einzelne Person für sich sagt, naja, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Das ist ja nur diese eine winzige Kleinigkeit, was macht die schon aus? Aber es sagen halt 30 Personen in meinem Umfeld. Und 30 Kleinigkeiten sind keine Kleinigkeiten mehr. Und natürlich mache ich niemandem einen Vorwurf, denn alle diese Sachen sind super nett gemeint. Und ich verstehe, mit welcher Liebe die geschickt werden. Und ich will natürlich niemandem einen Vorwurf machen oder so. Aber ihr seht, wie sehr mich das verfolgt und warum ich in Deutschland keine Chance hatte, dem zu entkommen, wenn ich in Chile schon keine Chance habe, dem zu entkommen. Aber ihr seht, die Sachen sind zu 99% noch ungeöffnet und werden verteilt, wenn wir Gäste da haben. Deutsche Süßigkeiten sind nämlich immer hoch im Kurs.
Okay, jetzt wollt ihr vielleicht noch wissen, wie fühle ich mich denn jetzt? Was hat sich verändert? Ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr schokoladenfrei. Habe ich abgenommen? Nein. Erstaunlicherweise nicht. Ich finde es ein bisschen schade irgendwie. Ich will zwar gar nicht unbedingt dünner sein, aber ich dachte so, ja, du würdest schon so ein bisschen fitter aussehen, wenn du halt ein bisschen Körperfett verlieren würdest. Dann würde man einfach sportlicher aussehen und besser aussehen im Bikini und so. Und ich dachte mir eigentlich so, naja, dann isst du keine Süßigkeiten mehr und dann kommt die fittere Figur eigentlich automatisch, aber falsch gedacht. Es ist schon echt erstaunlich. Ich verstehe meinen Körper ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe das gleiche Gewicht, den gleichen Körper wie vor 2 Jahren. Es hat sich nichts verändert und ich nehme auch nicht langsam ab oder so. Es ist einfach, mein Körper ist strange. Aha, aber ich fühle mich sehr viel fitter, weil ich nicht immer in diese Blutzuckerlöcher reinfalle. Also falls ihr euch schon mal ein bisschen mit Zucker und Ernährung beschäftigt habt, dann wisst ihr ja, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Zuckerkonsum ansteigt, relativ schnell und danach wieder crasht und man fühlt sich schlecht und müde und kacke und braucht wieder Zucker, um wieder hochzukommen. Und in diesem endlos Zickzack-Zyklus war ich mein ganzes Leben und ganz langsam bin ich rausgekommen aus diesem Zyklus und fühle mich dadurch wesentlich ausgeglichener, was ich natürlich super finde. Meine Verdauung funktioniert sehr viel besser. Ich bin gerade noch dabei, darüber zu lernen. Das Verdauungsorgan ist eine Wissenschaft für sich und es gibt unendlich viele Infos dazu. Es ist wirklich, unser Darm ist ein ganzes Universum und ich bin dabei, viel zu lernen, aber ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt und möchte in Zukunft viel mehr darauf achten, dass ich die richtigen Darmbakterien in mir trage und nicht die falschen. Es gibt ganz, ganz interessante Studien dazu, dass Personen mit unterschiedlichen Darmfloras bei der gleichen Ernährung, der eine nimmt ab, der andere nimmt zu, einfach nur abhängig davon, wie die Darmflora aufgebaut ist und so. Und es geht gar nicht so unbedingt jetzt ums Zu- oder Abnehmen oder so. Es geht ums Wohlbefinden und es geht ums Gesundsein und es geht ums Immunsystem, denn das alles kommt aus dem Darm. Und ich glaube, ich habe sehr viel zu reparieren nach ungefähr 30 Jahren täglichen Zuckerkonsum. Was sich tatsächlich geändert hat, ist mein Geschmackssinn. Ab und zu esse ich ein Stück Schokolade, wie ihr sehen könnt, oder in irgendwelchen Situationen. Und lustigerweise schmeckt es mir gar nicht mehr so, weil ich jetzt erst merke, wie pappsüß es eigentlich ist. Diese Pappsüße habe ich gar nicht geschmeckt vorher, weil ich einfach so dran gewöhnt war. Ich hatte so eine Süßigkeitentoleranz, das war unglaublich. Aber wenn ich jetzt was esse, von dem ich den Geschmack eigentlich kenne, zum Beispiel von diesen Celebrations, ich weiß nicht, ob da noch eines da ist, ja genau, diese hier zum Beispiel, diese Dove, die habe ich früher geliebt, das waren meine absoluten Lieblinge. Und die schmecken nicht mehr gleich. Also, es ist wirklich faszinierend. Ich habe nie verstanden, warum alle anderen nicht so fanat sind in Süßigkeiten. Aber jetzt weiß ich, die schmecken einfach anders für andere Leute. Das waren die Sachen, die sich geändert haben. Und jetzt abschließend möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, was ich machen würde, wenn ich jetzt nicht nach Chile gezogen wäre. Und ich wäre immer noch in der gleichen Situation, aber mit dem Wissen von heute, wie würde ich den Zyklus unterbrechen. Erstens, ich würde alles wegschmeißen, was Zucker hat, nicht nur Süßigkeiten. Und wegschmeißen klingt jetzt vielleicht drastisch, vielleicht habt ihr jemanden, der sich darüber freut, aber ich schwör's euch, an dem Punkt, in dem ich war, ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Geduld mehr, das in eine Kiste zu tun und zu Hause zu behalten, bis sich irgendjemand findet, der sich erbarmt, das zu nehmen oder so. Manchmal habe ich dann Sachen auch in der Arbeit zum Beispiel in die Küche gestellt und die Leute haben sich's genommen, aber dann war es halt auch wieder für mich präsent. Und ich habe halt schon länger vorher angefangen, mich vorzubereiten und nichts mehr zu kaufen. Und die letzten Reste und gerade so Sachen, die man dann nur im Notfall isst, die isst man dann, weil dann Notfall ist, wenn man anfängt, keine Schokolade mehr zu essen. Deswegen schmeißt es weg. Zweitens, ich würde mir eine Totschlagausrede überlegen. Also ich würde irgendwas, in meinem Fall wäre es eine Lüge, ganz klar, weil anders weiß ich, dass es nicht funktioniert mit meinem Bekanntenkreis, den ich habe und hatte in Deutschland. Ich würde mir eine Lüge überlegen, die ich den Menschen sagen kann, die mir Schokolade schenken, mit dem Wissen, dass ich Schokolade liebe und die sie davon abhält, mir diese aufzuquatschen und mir auch in Zukunft keine mehr schenken. Und das, ich schwör's euch, ich würde lügen, weil ich weiß, dass ich in meinem Fall mit meinem Bekanntenkreis anders nicht durchkommen würde. Vielleicht würde ich sagen, ich hätte Nierenprobleme, vielleicht würde ich sagen, ich habe was mit der Verdauung, vielleicht sogar irgendwas Unangenehmeres, damit keine Nachfragen mehr kommen. Aber ich habe die Erfahrung 1000-mal gemacht, wenn man sagt, ich möchte aufhören mit den Süßigkeiten. Das wird nicht ernst genommen.
zumindest bei mir. Und ich rede nicht nur zum Beispiel von einer oder zwei Personen, ich rede nicht nur zum Beispiel von meinen Kollegen, von meiner Familie, von meinen Freunden, sondern keiner nimmt es ernst, zumindest bei mir. Also Totschlagausrede wäre bei mir ein Must und ohne das weiß ich, würde ich im gleichen Bekanntenkreis keine Chance haben. Drittens, ich würde die genaue Ursache finden. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist es bei mir ganz eng gekoppelt an eine Situation. Ich würde genau gucken, in welchen Situationen ich dieses Craving habe nach Schokolade und für diese Situation mir dann irgendeinen Ersatzmechanismus holen oder vielleicht sogar die ganze Situation ändern. Also in meinem Fall war das ja immer nach den Hauptmahlzeiten und ich habe dann angefangen, immer nach den Hauptmahlzeiten einen Kaffee zu trinken, beziehungsweise nach einem Abendessen einen heißen Tee. Und das war mein Ersatz. Ohne Ersatz hatte ich einfach stundenlang dieses Craving und bin es nicht losgeworden. Also ich habe irgendwas gebraucht. Alternativ kann man sich überlegen, wenn es zum Beispiel eine emotionale Sache ist und man hat immer in einer bestimmten Situation diesen Trigger, dass man der Situation entgeht. Diese Situation ist ja offensichtlich auch nicht gerade eine schöne Situation, wenn sie einen so triggert, dass man was essen muss. Also was kann ich tun, um dieser Situation zu entgehen? Ist es vielleicht eine toxische Beziehung? Ist es vielleicht ein Arbeitsplatz, der einen fertig macht? Ist es ein bestimmter Kollege? Ist es ein Chef? Also Situation finden und Situation entkoppeln oder Alternativen suchen. Dann würde ich auf jeden Fall raten, Sport zu machen in irgendeiner Art und Weise. Das muss jetzt nicht Gym sein, das muss nicht Joggen sein, das kann auch einfach Pilates sein, zu Hause vom Laptop oder mehr spazieren gehen oder vielleicht sich in einem Zumba-Kurs anmelden oder im lokalen Fußballverein oder was auch immer, weil dadurch werden die körperlichen Folgen noch schneller sichtbar. Das war jetzt nämlich bei mir so der Fall, dass ich dachte, ja, warum habe ich das überhaupt aufgehört? Ich nehme mir eigentlich nicht mal ab, also irgendwie ist es halt auch egal. Aber in dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht, was der Körper innerlich mit mir anstellt, was er mit meiner Leber macht, mit meinen Nieren, mit meinem Verdauungsorgan, mit meinem Blutzucker. Aber wenn man Sport macht und also quasi den Kalorienverbrauch erhöht und sich mehr bewegt und fitter wird und gleichzeitig der Zuckerkonsum sinkt, dann spürt man das körperlich natürlich noch mehr, als wenn man keinen Sport machen würde. Das heißt, man spürt den Effekt noch drastischer und es motiviert einen natürlich auch noch mehr dabei zu bleiben. Das sind die einzelnen Schritte, die ich durchführen würde und am Ende habe ich noch einen goldenen Tipp für euch, der sich für mich zumindest sehr bewahrheitet hat. Und zwar ist es so, das ist, glaube ich, wissenschaftlich erwiesen, aber ja, ich bin nicht sicher, ob ich eine Studie finde, die das tatsächlich genau so ausspuckt auf die Schnelle. Zumindest ist es auch absolut meine persönliche Erfahrung. In dem Moment des Tages, in dem man zum ersten Mal was Süßes isst, hat man für den Rest des Tages eine viel geringere Willensstärke, auf Süßigkeiten zu verzichten. Einfach weil man diesen Blutzucker-Peak schon drin hat und schon wieder abstürzt und dann eigentlich was Neues will. Das heißt, wenn ihr aus irgendeinem Grund was Süßes essen müsst, zum Beispiel weil ihr den Kuchen nicht wegschmeißen wollt und irgendwie das letzte Stück noch essen wollt, aber eigentlich wollt ihr kein Zucker essen und so, dann macht es möglichst spät am Tag, weil dann ist das Risiko geringer, dass ihr am Rest des Tages noch mehr Süßes esst, weil der Tag ist einfach schon vorbei. Das heißt, ihr habt gar keine Zeit, noch mehr Süßigkeiten in den Tag zu packen. Also, je später am Tag Süßigkeiten, wenn es sein muss, desto besser. So könnt ihr euch selbst ein kleines bisschen austricksen, zumindest wenn ihr eine Person seid, die mehrmals am Tag was Süßes isst. Also, das war auch eine Strategie, die ich teilweise angewendet habe, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich halte es nicht aus, ich esse das Süße, aber ich warte noch eine Stunde. Und vielleicht ist so der letzte Schokoriegel des Tages wieder runtergefallen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Das war ein extrem langes Video. Vielen Dank für alle, die dabei sind. Ihr könnt ja mal euer Lieblingsobst als Smiley in die Kommentare schreiben, als Zeichen dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich bin stolz auf euch, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch jemanden auf der Welt gibt, der unter Schokoladensucht leidet. Wenn ja, this was for you. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass es dabei bleibt und ich wünsche euch allen wirklich, wirklich viel Erfolg. Es ist kein leichter Weg. Das klingt immer noch lächerlich, wenn es um Süßigkeiten geht, aber ich schwöre es euch, es ist kein leichter Weg. Okay, jetzt fange ich gerade an zu plaudern. Wir lassen das. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann.